Hallöchen, willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Ich habe mir gerade so richtig die Hucke voll gefressen. Also, gehen wir los und holen den Kern des Skyrippers. Wir spielen so ein bisschen auf, ja, fatale Entscheidungen. Aber das kriegen wir. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. Der Arme. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Obviously. Aber selbstverfreilich müssen wir den Kern finden. Sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Skyripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. Somehow, he'd impulsively decided to stop being impulsive. Did that make any sense? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ich frage mich, ob er irgendwann nochmal zu den alten Gebieten zurückkommen kann. Wenn wir die neuen Schwerter haben. Das wäre zumindest schon nicht verkehrt. He felt like Tarzan. He felt like Tarzan. Gibt schon wilde englische Wörter. Orangutan ist eines meiner liebsten Dinger. Orangutan. Was auf Deutsch übrigens Orang-Utan ist. Ne? Orangutan. Ach, das ist super. Warum leuchtet das so? Runterspringen? Are you fucking crazy? I wonder what I could make with all these sword crafting materials, thought Reynardo. Darf's behalten. Okay, wir müssen Double runterspringen. Ich frage mich auch, ob unser Sword Core uns im Kampf unterstützt. Superheldenlandung, kein Problem. Die Knie halb zerbröselt. Aber Hauptsache cool aussehen. Wer muss sich schon abrollen oder so? Das sieht auch aus, als könnte man es abfackeln und dann durchgehen. Wobei doch noch Steine lang, ja klar. Kristalle. These were really nice chests. He should take one home, he thought. Ja, die sehen wirklich hübsch aus. Damit kann ich... Okay, nein, man kann hier nicht mal runterlaufen. Okay, gut. Ich dachte, man könnte vielleicht rüber huschen. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Das Spiel macht aber auch einen guten Job, die Sachen so hinzustellen, die Truhen, dass man immer so ein bisschen weiß, wo man hingehen muss, um Goodies zu finden, also dem Hauptweg auszuweichen. Das haben die schon gut gemacht. Das verhindert Frust beim Spieler. Man erkennt den Hauptweg zwar nicht hundertprozentig komplett richtig gut, aber man weiß zum Beispiel, wo es halbwegs lang geht. Okay, man muss nur in die Richtung schlagen, wo der Angriff herkommt, dann blockt man automatisch. Where did that go to? Nice. Das gefällt mir, dass du einfach nur in die Richtung Button mashen musst. Okay, wenn man das mal verstanden hat, richtig nice, ne? Combo Maximum 27. Fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest, the mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be.
Alright, dann hätten wir hier Combo. Greife sofort nach der vorherigen Attacke an, um den perfekten Schlag auszuführen. Bonusschaden und doppelter Combo-Bonus. Interessant. Was ist Zeit? Abwehrreflexe. Verlangsame nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Ruhe dich aus und plane deine nächste Aktion. Die Abwehr eines Angriffs übt nun Schaden aus. 15 oder 15. Max Life erhöhen. Oder schneller laufen. Ich würde fast sagen. Wir machen erstmal die Combo, dann den ersten Kampfschaden. Also den Abwehr-Damage, ne? He missed his old skills. He welcomed them back like it was at a reunion. Ich höre... Charlie? Platz. Ich weiß, du möchtest zu Elisabeth, aber die hatte Telefonkonferenz. Charlie. Tapp's hier nicht so rum. Ich weiß, du willst gestreichelt werden. Sorry dafür. Falls ihr Charlie nicht kennt, das ist mein Hund. Wenn ich dran denke, blende ich ein Foto ein. Aber der ist manchmal etwas liebesbedürftig. Also wenn ihr das Tapsen hört, dann geht er gleich wieder sonst wohin. Okay, dieser perfekte Schlag ist scheinbar, wenn der Gegner am Boden liegt oder wenn man den gerade frisch gekontert hat. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich liebe das mit den Kombos. Da musst du gar nicht hier den da machen im Kampf, ne? Sehr cool. Ja, das Spiel nimmt Fahrt auf. Das sagt mir zu. So, ist das der Core? Ist das jetzt schon der Core? The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark art and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. He carried his prize back to the Farfarer. Now he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. Das stimmt allerdings. Maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Hilfe von den Wissenschaftlern holen? Der Skyripper war komplett. Die Superwaffe konnte dem Wahnsinn des Imperators ein Ende setzen. Aber hatte Reynardo sie richtig zusammengesetzt? Würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Die Wissenschaftler auf dem Nexus hätten sicher Antworten auf all seine Fragen, oder? Der Skyripper war komplett. Die Superwaffe konnte dem Wahnsinn des Imperators ein Ende setzen, aber würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Vielleicht sollte er einen Feldtest durchführen und der imperiale Außenposten auf dem Nexus war das perfekte Ziel. Dann machen wir das. Ich kann mir gut vorstellen, dass die oberen Optionen zu einem guten Ende beitragen und die unteren zu einem schlechten Ende. Ich weiß nicht mal, ob es verschiedene Enden gibt. Ich kann es mir gut vorstellen. Aber wir nehmen das. Reynardo had never been much of a student. At Swordfu School, he'd never read the books, just looked at the pictures. I'm Zenobia. But weapons, he understood. His gut told him that the Skyripper would work great. He would use it to take out the Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work, and then he'd take it to the scientists. Right? Right? Exactly. Ganz genau. Ganz genau, so wird das ablaufen. 100%ig. As he set out down the path, Reynardo wondered why the parts of the Skyripper had only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it. This Emperor, Isengrim III, had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Perhaps that was bringing up lost artifacts. How perfect, then, that the Skyripper would reappear to be his destruction. Ja, wir haben das zwar gelesen, dass das der Fall ist, dass die
deswegen hochgekommen sind, die Artefakte, aber... Reynardo's blood was up. He just needed to smash something. Just need to smash something. Ich will eigentlich nur die Erze haben. Ich habe gerade gar nicht gesehen. Waren wir noch auf 90 live oder ist das in jedem Kapitel dann frisch anders? Muss ich mir vielleicht in der Aufnahme mal angucken. Das macht... Oh, du kannst damit auch Zeug kaputt dashen. Nice. Was da oben sieht. Jetzt nach dem Weg aus, der zu einer Kiste führt. Gerade sah das noch ein bisschen anders aus. He was sort of yanking his own chain, wasn't he? Usch. Gib mir Erze. Kurz davor stehen geblieben, ja? So. Durch die andere Tür kommen wir noch nicht. Ach, ich wollte gesagt, und nu? Ja gut. Man könnte auch einfach mal gucken, ne? Praktisch, dass wir genau das richtige Schwert hier haben. Alright. Vermeide den Zauberspruch des Zauberers. Nach der Explosion wird er alle beschädigen, die sich in der Umgebung aufhalten. Okay, und der teleportiert sich jedes Mal woanders hin. Der war fast knapp. Aber auch nur fast. Das nächste Level. Ja gut, die zwei Dashs waren jetzt nicht so erfolgreich. Wieso sollte man sich... wo kommt man da hin? Ach, einfach wieder nach oben. He was tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Sky Ripper. It made strange, mechanical noises. The wheels spun faster. It began to hum. The Sky Ripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire. Fire. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Damn it. Oh, this really didn't have much in the way of safety features, did it? Ja, mal gucken, ob der im Kampf einfach uns zur Seite steht. Okay. Wir können uns das hier craften. Ich würde fast sagen, ja bitte. RT halten, magische Schwerter aktivieren. Okay, Schwerter verbrauchen Energie, wenn sie aktiviert sind. Ah, mit links können wir die Schwerter wechseln. Das heißt also, du hast ein Standardschwert und ein paar magische Schwerter. Ach, warte. Warum leuchtet das? Kann man es aufwerten? Jo. Erlaubt es auch, sich selbst zu heilen? Einfach mal. Es sieht auf jeden Fall geil aus jetzt.
Mit RT baue deine Gesundheit schnell wieder auf, kostet Energie. Ach, das Schwert ist jetzt schon auf höchster Stufe? What the frick? Okay. Ah ja, also zuhauen kannst du damit ganz normal. Wie zum Henker. Was ist das denn? Ach, Energie für die Schwerter. Kann ich einfach... Kann ich da irgendwie rüber dashen? Komm schon. Come on. Geht wohl nicht. Oh, ich habe ihn einfach runtergekickt. Ach stimmt, werfen war auch eine Idee. Warte mal, kann man... Ich weiß nicht ganz genau, was das extra Feature bringt. Kann das mal... Ach, die Schwerter teilen sich die Energie. Sky Ripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Reynardo had a thought. Please? He asked. The Sky Ripper began to glow. Boom! The outpost burst into flame. Ravens flapped out screaming, wings on fire. The base was his. The fast-eared toad came hopping out. Reynardo! It croaked, sounding like a toad version of Zenobia. Don't use the Sky Ripper. It will destroy the world. Yeah, sure it will, cracked Reynardo. Pull the other one. If you don't trust me, go see Calaveras. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Sky Ripper to the council so the rebels could actually win the war. But what if she was right? Damn it. Damn it. Natürlich. Schau mal, der Sky Ripper wies sich als erstaunliche Waffe. Er war in Feierlaune, aber dann machte Zenobia ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie behauptete, der Sky Ripper könnte die Welt zerstören. Natürlich log sie. Wahrscheinlich. Aber was wäre, wenn das nicht der Fall war? Calaveras war der ultimative Experte in Sachen legendäre Artefakte. Vielleicht sollte sich Reynardo in die Berge aufmachen, um mit Calaveras zu sprechen. Oder natürlich log sie, wahrscheinlich. Sie war ein feindlicher General. Natürlich hatte sie Angst vor dem Sky Ripper. Er würde die Waffe zum Rebellenstützung zurückbringen und ganz einfach den Krieg gewinnen. Wir machen die unlogischen Sachen. Wir machen die unüberlegten Dinge. Wir machen die impulsiven Sachen. Zack. Just this once, he would not let Zenobia get into his head with her logic and her wisdom and her appeals to reason. He was a fox. He'd go with his instincts, and it would all work out like it always did. Oh, he was sounding like a reckless idiot even to himself. But if there was one thing Reynardo could never bring himself to do, it was turn back on a decision he'd made. Perfekt. Imperials were flapping and cawing all around the ruins. They must be panicking with rumors flying of the superweapon. Maybe they hoped to find and destroy the base before he could put the Sky Ripper into action. The Sky Ripper was whining and heating up. It will be time to use that energy soon. Perfekt. Wir zerstören die Welt. Da muss das kein anderer mehr machen. Haben wir hier noch ein Level-Up bekommen like gerade? he was ready to learn new things. Jo. Thank goodness he didn't have to go to school for that. So, dann ist die Abwehr. Ach, come on. Immerhin schadenbringend. So, was ist... Das ist wieder ein Aufzug nach unten, ne? Bevor wir da hingehen, dann lass erstmal hier das Ding aufmachen. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht wird einfach die Brücke über den Haufen geschossen oder so. Nee, ist einfach nur eine Box. Also eine Kiste. There was a Geil. cat in this one. And something useful. Danke, Erzähler. Eine Katze und etwas Nützliches. Gut, dass wir das Nützliche mitgenommen haben. Oh, wenn man A gedrückt hält, dasht man direkt hintereinander. Und der Hund gafft die Tür an, weil er sich draußen irgendwas bewegen hat hören. Ah, der ist so fixiert auf die Elisabeth. Mein Gott.
Sie hasst ihn, aber er liebt sie. So, noch ein bisschen Feuer. Boom. Boom? Ach so, wegen... Okay. Dann gehen wir mal aufs Flammenschwert. Warum sind da zwei Rückteleport-Teile? Wir können hier, glaube ich, eh nichts basteln, ja. Juwelenmäßig haben wir auch noch nichts, ne? Ja, alles gesperrt. Da ist ein Aufzug. That was awesome. Hast du da einfach mehr Schaden, wenn du da einmal Feuer benutzt hast? Ich weiß nicht, ob das jetzt so krass ist, aber... 36 Erz. Ja, mal gucken, was wir damit anfangen können. Also da ist ein Aufzug, da hinten... Okay, das Ding haben wir noch nicht gebastelt. Schade, ich würde gerne da durch die Tür gehen. Ja, falsches Schwert, ich weiß. Halt, warte. Ist da links unten noch irgendwas? Okay, Kiste. Haben sie mich gebaitet, ne? Ja gut, das ging flott. What was Zenobia talking about? This was a fantastic weapon. Ravens burst into flames with just a touch of its killer beam. He was tempted to leave it on all the time, but he didn't want to accidentally slice off some council toad's head or tongue. She'd been trying to distract him. Well, this time, Ist das no der one was richtige going to Weg, distract oder? him. Ich glaube schon fast. Schau, dass du hierfür keine XP bekommst. Nee, komm, dann gehen wir erstmal zu dem Aufzugding. Oder auch nicht. Das ist ein bisschen nervig, dass da teilweise die Gebiete abgesperrt werden. And this is why heroes are called dashing, Reynardo thought. See? Dashing? Get it? Ja. Haha. Das war extrem knapp. Wir sind angebrutzelt worden. Wir haben live verloren. Ungünstig. DZ ungünstig. Und das da hinten sieht auch ein bisschen nach... Long stairs. So he was close to the rebel base. krassen Boss aus. Nothing was on fire. So far, so good. Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible? Check. What else do you need in a sword? Blut auf der Schneide. Ups, da haben wir mal wieder auf den Sack gekriegt, ne? You didn't even need to aim it. Okay, die Tür geht auf, aber wir haben auch schon gesehen, dass da oben irgendwas anderes ist. Ach, das braucht das Eisschwert. Ungünstig, dass wir genau das Feuerschwert gebastelt haben. Was aktivieren wir hier? Ich hoffe, das können wir wieder zumachen. Nicht, dass die Raben da As durchkommen. he headed towards the council chamber, Reynardo felt everyone watching him. You've saved the rebellion, said the council speaker.
Frankly, we were afraid you'd turn aside to save that idiot Lapino. If you never make sacrifices, he said, you're probably not doing the right thing. The speaker nodded. Are you ready to lead the charge? Ja! Let's roll, he said, Let's with roll. grim satisfaction. Reynardo set sail for the fleet. The Sky Ripper had lost its wine. It was humming now, as if it had taken some time to seat properly. He had always been irresponsible. This time, he'd done the right thing, made the hard decisions. He was a real hero. He hadn't let himself be distracted by old friends or old lovers turned enemies. Finally, he could be proud of himself. Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie das ausgeht. Das wird doch richtig backfiren. He was ready. So was Sky Ripper. The Sky Ripper had a will of its own. It picked out its own targets and set them on fire. This was going to be a short battle. He would set the ships on fire if he didn't need them to get to the Emperor. And he wondered if he'd see Zenobia, or if she'd flee. Wouldn't she be proud of him? At least, a bit of respect. Nope. He'd become an all-conquering hero. Die ist bestimmt nicht stolz auf uns, dass wir ihren Ratschlag ignoriert haben. Wende den Sky Ripper auf den Imperator an. Eieieiei. Das kann ja nur nach hinten losgehen. So, dann machen wir noch... Cool. mehr Block Wish I Damage. could do that. So, was ist hier versteckt? Ein bisschen Erz und ein Windgedöns. Nice. Brauchen wir nur dann noch 8 oder so davon. Ich wollte gerade mit A wegdashen, aber wir sind tot. Was passiert? You have died. Neustart vom Checkpoint. Ich dachte, das wäre ein bisschen gravierender. Hier haben wir. Dann machen wir das doch mal so. Die Kiste ist wieder... Okay, nein, die Kiste ist schon gelootet. Haben wir dann immer noch... Ja, wir haben immer noch 4. Lass uns das mal ein bisschen besser angehen. No matter who, the other end of this portal wasn't suspended over the abyss. Wir könnten auch versuchen, jemanden runterzustoßen irgendwann wieder, aber... Oh. Es hätte ja so einfach sein können, ne? Aber nee. Wenn wir hier nichts zum Heilen kriegen, doch, kriegen wir aber. Well, they really needed to redecorate anyway. Banner umgestoßen. Ich dachte schon, warum kommen wir da nicht zur Kiste? Aggressionsbewältigung. Kann ich hier runterfallen? Nope. Sollen wir hier aufs große Schiff, oder? What were these poles exactly? Parking meters from the time of the lost gods? Parking Meters, ist klar. Oh, ich kann aber eh nicht mehr zurück. Alright, dann haben wir uns entschieden, dahin zu gehen. Was haben wir da bitte schön aktiviert? Will ich das wissen? Eher nicht, oder? Hauptsache es brennt. Power, precision, ferocity. The device was a beide drin.
Ist der Sachzach gestorben? Ja. Ich wollte da was runterstoßen, aber ihm hat mich nicht stoßen lassen. Hat mich nicht stoßen lassen. Ach, jetzt sind wir... Okay. Dann gucken, ob wir den da... Nein. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Bei dem konnten wir auch gar nichts machen. Was ist das hier? Einfach nur ein Rücksetzpunkt. Ja, gut. Ist da noch irgendwo Energie? Jo. Und ein kostenloses Erz. Nice. Wie das Brett da nach oben geschossen ist. There was an engraving. Maximum capacity, 130 people. 130 nur. Hallo, wieso kann ich nicht... Ich kann nicht sprinten, verdammte Axt. What the frick? Alter! Das wird rausgeschnitten. Alles First Try hier. On the device and let it do all the killing for him. But that wouldn't be sporting, would it? Nö, das wäre gar nicht so sportlich. Joa, fast getroffen. Parchment on a signpost. It was from her. Every time you fire, you risk the destruction of the universe. That's insane. We surrender. A trick? Maybe she really believed it. He could hear horns blaring the retreat. Maybe it was true. Maybe they had one. Vielleicht aber auch absolut gar nicht. Ich glaube ja, dass das Ding das Universum in die Luft jagen kann. Warte, müssen wir uns da irgendwo einfach rüberhangeln? Gibt es da irgendwas zum... Jo, nice. Wir ergeben uns. Ja, dann das hier. Kann es sein, dass mein Gerät immer krasser wird und auch mich damit trifft? Kann es sein, dass es außer Kontrolle gerät? Falls ja, sehr cool. Das ging flott. Das ging flott. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, die Dinger da anzumachen, aber wir machen es einfach mal, wenn wir dran denken. Warum leuchtet hier... Achso, das ist aus dem... Nennen wir jetzt mal einen Lüftungsschlitz. So ein bisschen Jump'n'Run ist hier auch mit dabei, aber... Jetzt nicht so, dass man sagen müsste, oh krass. Und ja, ich weiß, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich möchte das hier auf jeden Fall noch machen. Weil das schon noch so wirkt, dass dauerte das einiges. Aber das ist das Hauptschlachtschiff, ne? Wirkt zumindest so. Oh. Alright, Schildträger blockt deine Angriffe, greife und wirf einen weiteren Schildträger auf ihn. Und er verliert seinen Schild. Oder wir lassen einfach unser Gerät draufballern.
Oder wir werfen einfach irgendwas auf ihn drauf, ne? Das scheint ja auch gut zu funktionieren. Das scheint auch genau so zu laufen, wie wir es brauchen. Guten Tag. And there was Zenobia, wearing the white robes of surrender. She came and kneeled before him. Why didn't you listen to me? I was trying to save you too. You're the enemy, you said. I was never your enemy, Reynardo. Oh. Then she spoke a terrible word and made a gesture with her hand. She stopped moving, covered in frost, and he wondered why she'd frozen herself. Then the Sky Ripper froze, and then for a moment he felt very cold and discovered that he couldn't move. The next thing he knew, the sun was a giant, monstrously red. It took up half the sky, and he was in a parched red desert. And then he was on fire. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision if it was true. He'd learned something. Zenobia still had feelings for him. Oh. Aber sehr cool. Neue Story abgeschlossen. Geschichte Nummer 7. Reynardo Newcomb. Ein Held, der sich von nichts aufhalten lässt. Belohnung 5 Feueressenz. Neue Wahrheit enthüllt. Zenobia hegt Gefühle für Reynardo. Belohnung Stufe 2 Fähigkeiten freigeschaltet. Neuer Standort freigeschaltet. Tempel verlassen. Okay. Du kannst dir hier die Geschichte ansehen. Oh, wie cool. Das ist sehr cool. Es gibt aber einige Geschichten, ne? Warum sind hier manche grün, manche blau, rosa und gelb? Ist blau alles, was mit Zenobia zu tun hat? Okay, vielleicht. Ja gut, die Statue von ihr leuchtet auch, wenn du hier in der Story unterwegs bist. Da würde ich fast sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge an, was jetzt passiert. Wir sind gestorben und wir sind wieder am Anfang. Mal kicken, ne? Leute, macht's gut, bis dann und ciao.